Das ist tagtäglich schön, sind Sie mit dabei. Mein Gast segelt im rauen Nordatlantik haarscharf am Tod vorbei. Eine Expedition mit einem Wikingerboot endet im Sturm und es kommt auch sogar zu einer Tragödie. Und trotzdem, das extreme Abenteuer zieht den Andi Fitze weiterhin an. Da kann man sich natürlich fragen, wenn man dann auch wirklich so nahe an einer Grenze ist, wo es wirklich kippt, wortwörtlich kippt, warum geht man wieder zurück? Warum macht man weiter? Und vielleicht hat mein Gast auch noch ein paar Ideen, wie Manager auf der Teppichetagen auch könnten so gewisse Risiken besser abschätzen, wenn sie einmal in so einer Situation wären. Und jetzt ist er da im tagtäglich der Andi Fitze. Hallo Andi, herzlich willkommen. Danke vielmals, dass ich da sein. Viele kennen dich natürlich als Extremsegler, weil du machst das nicht erst seit 2-3 Jahren, sondern länger. Das ist eine spannende Leidenschaft, aber sicher auch eine teure Leidenschaft. Sag mal, wie verdienst du dein Geld denn sonst? Das kostet doch nur, oder? Also erstens sind sie ja teuer, wie du meinst vielleicht. Ja. Nein, wir tun uns das sehr gut einrichten. Aber sonst bin ich AI-Experte seit 10 Jahren. So in der Phase, wo man noch buchstabieren musste, was KI oder wie sie es dann auch immer gesagt haben. 2016 haben wir angefangen. Und seitdem in diesem Business, wo wir eigentlich nur über AI reden, seit 10 Jahren. Genau. Und das gibt mir so ein bisschen Freiheit, dann nachher auch segeln gehen. Genau, Swiss Cognitive. Da kann man sich auch abonnieren. Da kommt man ein Newsletter über, weiss jede Woche, was auf der ganzen Welt so an Neuerungen in diesem ganzen künstlichen Intelligenz-Kontext drin sind. Es ist ein riesiger Gegensatz, weil wir werden in dieser Sendung erfahren, wenn du eben gehst segeln, dann ist das halt wirklich rudimentär. Also wir werden dann gerade ein Beispiel sehen. Du hast keine Technik, praktisch keine Technik dabei. Also in dem Sinn völlig auf den Mensch zurückgeworfen. Und gleichzeitig befasst du dich mit der künstlichen Intelligenz. Ja, eigentlich ist es ein Widerspruch. Ja. Aber wenn man denkt, was AI oder KI eben uns herausfordert, ist ja alles. Wir wissen ja gar nicht, wer da hingeht. Genau. Und das ist genau so auch für eine Expedition. Ja. Das ist gar nicht kartografiert. Also gerade heute bin ich noch in die Bestellliste hineingegangen, ob es jetzt gleich schon Karten gibt, wo wir jetzt hingehen in diesem Sommer. Und das gibt es immer noch nicht. Die letzte Karte ist von 1927. Und das nützt dann auch nichts, weil das bewegt sich ja das alles so in der Küstennähe. Und von dem her, ja, Widerspruch und gleich irgendwie Faszination vom gleichen Entdecker. Aber wenn du gehst natürlich auch in unbekannte Gebiete segeln, im Nordatlantik, ein Ziel hast du ja dann schon, oder? Du willst ja irgendwo landen. Ja, also, im besten Fall. Ja, meistens sind das Küstengebiete, arktische Küstengebiete in Grönland oder in Spitzbergen. Spitzbergen ist eher bekannt und gut kartografiert. Jetzt in Grönland, wo wir das Jahr gehen, ist eigentlich in dieser Höhe, wo wir gehen, ist eigentlich gar nichts kartografiert. Was hat bei dir das geweckt? Die Abenteuerlust. Und alle haben vielleicht irgendwo eine gewisse Abenteuerlust, aber wir werden es nachher gerade sehen, du gehst dann wirklich ins Extreme. Also ich hoffe, dass wir alle noch den Entdeckergeist haben. Ja. Ich glaube, sonst hätten wir als Menschen abdanken, wenn wir nicht mehr etwas entdecken wollen. Ich sage immer, die einen müssen vielleicht den Nachbar entdecken und das ist schon eine Challenge für die. Ich mache es jetzt vielleicht ein bisschen extremer oder ein bisschen ausgiebiger. Aber am Schluss hoffe ich, dass wir doch alle irgendwie etwas entdecken wollen. Ich für mich möchte das entdecken, wo andere sagen, was, das kannst du doch gar nicht. Dann fängt es mich an zu interessieren. Weil viele sagen, das kannst du nicht. Ja, du willst es das ist die höchste Beweis. Die höchste Motivation ist, wenn jemand sagt, Andi, das funktioniert, das gehe ich gar nicht. Oder wenn jemand sagt mir, Andi, was machst du jetzt da? Dann sage ich, okay, jetzt muss ich näher reingehen. Aber das ist auch immer ein langer Weg dorthin, dass es dann auch nicht zu risikohaft wird. Also die Vorbereitung intensiv ist vielleicht 8 Monate, aber insgesamt sind es etwa 2 Jahre auf eine Expedition. Genau, und die letzte grosse Expedition, die ist eben auch im Nordatlantik gewesen. Da sind wir gestartet auf den Färöer und Richtung Norwegen. Wir haben da einen kleinen Filmzusammenschnitt, den wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gerne mal zeigen, damit man sich hineinfühlen kann, wie das denn eben wirklich ist. Das sieht man da sehr schön auf dem Monitor. Vielleicht kannst du 2-3 Sachen sagen. Das ist alles noch in ruhigen Gewässern fast, könnte man meinen, oder? Genau, das sind also 900 Kilometer. Das ist etwa wie von hier auf Hannover, Hamburg rauf. In einem 10-Meter-Boot im offenen Atlantik mit 6 Crewmitgliedern. Ein Färöis, wo da gerade einer, der schon 6-mal über den Atlantik gerudert ist, dabei war. Und ja, da ist man der ganzen Natur ausgesetzt, aber komplett. Und da war auch schön Wetter noch.
wo wir bis eigentlich an die norwegische Küste ist gutes Wetter gewesen. Und dann ist eben zu dem Sturm gekommen. Vielleicht noch ganz kurz zum Boot. Das ist ein sehr spezielles Boot, oder? Ja. Das ist ein Wikingerboot, also eine Replika eigentlich. Man hat das so nachgebaut, oder? Das ist nicht jetzt 900 Jahre alt. Nein. Es ist eigentlich ist ein Wikingerboot abgeändert, so Färöis Fischerboot nennt man das. Und das ist tatsächlich schon mal dort über den Atlantik hinein, auf Norwegen, aber auch auf Island, einfach mit einem Begleitschiff. Und derjenige, der das gebaut hat mir in die Augen geschaut, ein Jahr davor, und hat gesagt, Andi, würdest du wieder zum Auferwecken von ihrer Tradition das Schiff übernehmen und die Reise machen. Und dann habe ich ihm auch in die Augen geschaut und habe ihm versprochen, dass ich mit einer Crew zurückkomme. Es gibt dazu eine wunderschöne Reportage in der NZZ am Sonntag, wo man eben auch mitbekommt, wie für die Insel das ein riesen Ereignis war. Die verrückte Crazy Swiss, die verrückte Schweizer mit dem Wikingerboot, oder? Also man hat euch viel Glück gewünscht und du hast es vorhin schon angedeutet, es ist eigentlich gut gegangen bis kurz vor Norwegen und dann ist es zum massiven Sturm gekommen. Kannst du das kurz zusammenfassend schildern? Ja, wir sind in einen richtigen Sturm gekommen. Du musst dir vorstellen, etwa 140, 150 Stundenkilometer Wind. Der ist schneller gekommen, der ist stärker, der ist fast doppelt so stark gekommen, als er angekündigt war. Vor allem ist er viel früher gekommen, als angekündigt. Und wir sind gefangen in diesem Sturm. So ein Wikingerboot, kannst du dir vorstellen, kann man nicht so gäbig rausmanövrieren, hat auch keinen Motor, Ruder nützt auch nichts. Wir haben das gut gemanagt und leider ist es zur Tragödie gekommen. Das Boot hat sich umgedreht. Es hat eine riesige Welle gegeben, oder? Genau, von hinten. Wir haben noch überschlagen, quasi von hinten nach vorne überschlagen. Und dabei ist Carla, die 29-jährige Archäologin, die mit uns auf dem Schiff war, ist dort gestorben. Also das ist sehr ein tragisches Ende. Das hast du mittlerweile, nehme ich an, sicher zu einem grossen Teil verarbeitet. Aber wenn man jetzt darüber redet, kann man schon vorstellen, also das geht tief. Ich bin Captain, ich war Skipper. Für alles verantwortlich? Und damit verantwortlich. Ja. Die Polizei hat das als Unfall tituliert, hat keine Straftat festgestellt. Aber was bleibt? Die Carla ist nicht mehr da. Und ich bin der Captain in der Verantwortlichkeit. Und das bleibt. Und das macht etwas mit einem. Das macht einem täglich immer ein bisschen weniger, ist schon klar, aber trotzdem, es begleitet einem. Es begleitet mich jetzt vor allem in der letzten Zeit, wo ich wieder auf eine echte Expedition gehe. Ich bin viel segeln gegangen, aber nicht expeditionsmäßig in der Zwischenzeit. Und ja, sie nehmen das sehr, sehr ernst. Und ich gehe aus Überzeugung, nicht, weil ich muss ihr etwas Gutes tun, der liebe Carla, sondern es geht Überzeugung, gehe ich wieder Expeditionen machen. Aber meine Verantwortlichkeit war es. Und die hast du auch voll übernommen? Absolut. Genau. Man hat auch einiges erfahren. Es ist natürlich auch in der Presse gekommen, in den Medien, grundsätzlich internationale Medien. Es hat Aufsehen erregt, überhaupt einmal die Expedition, aber auch die Tragödie am Schluss. Und vor allem auch für die Färöer ist es auch eine Katastrophe gewesen. Ja, die Färöer haben ja das mitbekommen. Also, ja. Die crazy Schweizer, die du so geschildert hast, haben sie ja mitbekommen als pingelige Schweizer zuerst. Ja. Wir haben die ziemlich herausgefordert und haben gesagt, nein, wir wollen das noch besser machen, wir wollen noch besser vorbereitet sein. Und wir sind denen ziemlich auf den Sack gegangen eigentlich. Ja. Und im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dank dem, dass wir uns so gut vorbereitet haben, das kann man wirklich sagen, das sagt auch die Polizei, haben wir 5 eigentlich überhaupt überlebt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass nebst mir noch weitere 4 Crewmember aus der letzten Sekunde eigentlich die Möglichkeit dann noch überlebt haben. Bleiben doch ganz kurz noch in dieser dramatischen Situation. Also, du hast es sehr schön geschildert, da kommt eine Welle von hinten, also das schwere Boot, oder? Also, ja. Wirklich überstellt es so quasi, oder? Ja. Nicht seitlich gekentert, sondern wirklich so wie ein hinterstes Salto, jetzt ein bisschen blöd gesagt, oder? Und was ist denn genau, wo hast du dich wiedergefunden quasi? Wie alle anderen unter dem Boot. Und dann geht es um Sekunden. Dann geht es um Sekunden, sich lösen von der Leine, die man angemacht ist. Und dann rauskommen und dann schauen, wo sind die anderen. Und dann bereits schon in dieser Sekunde ist man völlig wie der Skipper und versucht zu zählen, versucht alle zusammenzubringen. Und das geht so Schlag auf Schlag. Man muss sich vorstellen, es war ja Mietdunkel.
Es hat sowieso gewindet wie verrückt. Das war also nicht ein schöner Tag. Plus sind die Wellen überall rein. Also die haben ja nicht plötzlich gehört, nur weil man dann... Es ist nicht nur eine gekommen, oder? Nein, das ist dann weitergegangen. Und bis dann die Helikopter gekommen sind, weil wir an der Küste nach waren. Also wir hätten noch etwa 2 Stunden gehabt, und dann wären wir eigentlich an der Küste gewesen. Dann sind die Helikopter uns retten gekommen. Und ihr habt euch, also die Überlebenden haben euch können auf einem nicht Rettungsboot, weil es ist ja schon ein Boot, aber so ein Luftküsschen, wie man sich ja, das genau, vorstellt? Rettungsinsel. Insel sagt man dem, ja, genau. Und trotzdem, dass wir so wilde Sachen hatten, haben wir uns alle auf der Insel einfinden, gut organisiert. Und von dort aus ist dann jeder Einzel mit dem Helikopter aufgeliftet worden. Ja. Du hast schon angetönt, es gibt die nächste Expedition, die findet dieses Jahr statt, wieder im Nordatlantik. Ja, das ist mein Herz. Ja, natürlich. Was machst du anders in der Vorbereitung? Ja, also was ich gelernt habe, ist, wir haben noch nie so viel vorbereitet und in Präzision vorbereitet für die Wikinger-Story. Ja. Noch nie erfahren. Weil wir dort einfach gewusst haben, wir treten dort in unbekanntes Gewässer quasi. Und das hilft mir jetzt für die Nächsten. Also ich gehe in einer Vorbereitungsart vor, wie ich vorher noch nie für eine normale Segelexpedition gemacht habe. Und das beruhigt mich. Also das ist mein grösstes Learning, dass das wirklich geholfen hat. Nicht gegen Tragik, das ist wirklich ein Unfall gewesen. Aber trotzdem, wir haben 5 zurückgebracht und das hilft mir jetzt für die Nächsten. Und die Route, die ist ein bisschen anders, aber... Ja, definitiv. Ja. Ja. Also die du jetzt gemacht hast, die wirst du nicht mehr wählen, die Route? Nein, absolut wieder. Die Route war auch nicht das Problem. Es war eine Kombination vor allem. Nein, wir gehen das mal in die komplette Arktik wieder, also ins Eis. Dort, wo Bären sind, also Eisbären sind, wo man muss mit dem Gewehr auf sich schützen, also dass man nicht attackiert wird von den Bären. Auch schon, wenn man auf ein Eis rausgeht, laufen, muss man ein Gewehr dabei haben. Man hat eben uncharted, also nicht kartografierte schöne Maps. Google nicht. Starlink ist nicht einmal erlaubt dort. Also man hat wirklich auch Kommunikationseinschränkungen. Und das ist auch bewusst so für uns gewählt, weil wir wollen zurück zu den Elementen. Wir wollen zurück, als was passiert mit dem Team, wenn man so in so einer Konstellation über 5 Wochen unterwegs ist. Das ist der tiefe Grund, oder? Also einerseits ist die Faszination natürlich mit der Natur sich zu befassen, dann aber auch eben der Sport, wenn du so willst, oder? Das Segeln. Und gleichzeitig, wenn ich das richtig interpretiere, hast du wie noch eine innere Mission. Also du willst herausfinden, zu was bist du als Mensch fähig, oder? Hey, weiss, in der dramatischen Extremsituation. Ich weiß gar nicht, habe ich so eine innere Mission? Ich bin, glaube ich, ein bisschen so geboren worden als Bündner in den Bergen, dass die Limitierungen nicht Berge sind, sondern der Horizont. Das ist jetzt aber schön, oder? Das würde man eigentlich von einem erwarten, der am Meer aufgewachsen ist. Oder kommt einer, der den Galanda angeschaut hat als Kind, oder? Richtig, der Galanda. Bin ich gerade oben gewesen. Nein, bin nicht so jetzt muss ich mich selber finden. Gar nicht. Also, da bist du auch falsch auf so einem Boot. Ja, klar. Ich glaube, da geht so viel Hands-on an einem Boot ab. Und da musst du die Sachen ins Gesicht sagen und sehr ehrlich sein. Und dann so eine Spürst-mich-finde-Phase, das funktioniert nicht. Ja, und es ist down to earth oder down to boat, oder? Also Toiletten und alles, oder? Down to water. Ja, das kann man sich nicht so recht vorstellen, wenn man sich vielleicht einfach mal so ein Segelschiff moderner Art vorstellt, oder? Also am Schluss, jetzt das Mal gehen wir ja nicht nur segeln. Ich bin auch ein bisschen der Gegner, die sagen, ihr geht einfach segeln. ja, das ist schon ein bisschen anders. Ja. Wenn man das macht, dann ist, wenn dann eine Krise kommt und du einfach gesagt hast, ich segle von A nach B, dann hast du dann aber Krise wirklich im Haus. Weil dann sagt jeder, ja, du, aber mit dem Flüger wär's doch schneller gewesen. Ist doch so. Ja. Aber wenn du sagst, das ist unsere Story. Unsere Story ist auch der Weg ein bisschen, die Art, wie wir das machen. Und jetzt müssen wir die Story gut verpacken. Und dann macht das Sinn. Und es ist wie der Kit, wenn es dann eine Krise hast, immer. Irgendetwas geht der Wassermacher kaputt. Die zweite WC ist auch kaputt. Was machst du denn? Also, es sind noch ganz einfache Sachen. Und da können dann schon Krisen auslösen.
Es könnte auch ein bisschen mehr sein, mal eingeschlossen, wie wir es auch hatten, in Spitzbergen im Eis, wo wir nicht gewusst haben, geht es jetzt noch einen Tag, noch 2 Wochen, 2 Monate, bis wir wieder frei sind. Das sind dann schon ein bisschen mehr Krisen. Aber dort merkst du dann, ob du eine Story hast, eine Geschichte hast, warum du dort bist. Wenn du das nicht hast und einfach sagst von A nach B, dann hast du dann wirklich Krise im Haus. Da sind dann ein paar, die sagen, Andi, wo hast du uns da angefragt? Was ist das für Wie suchst du denn deine Crew aus? Entweder suchen sie mich, sind aber immer Freunde, Maximum Freunde von Freunden. Ganz, ganz selten vielleicht einmal jemand, wie wir es jetzt haben, der noch dazukommt, wo wir erst kennengelernt haben. Das heisst, das sind aber schon Leute, die gewisse Erfahrung haben vom Wasser, oder? Ja, es wäre gäbig. Ja, denke schon. Wenn du weißt, dass seekrank könnte sein und wie lange. Aber du musst dann... Bist du das auch schon gewesen? Ja. Ja, regelmäßig. Also vor allem die erste Zeit. Also meine, dein Innenohr, mein Innenohr, das habe ich nicht im Griff. Ja. Und wenn das halt einmal ein bisschen shakt am Anfang, bis du es wieder hast. Ich werde dann eigentlich eher krank, wenn ich wieder, oder seekrank, landkrank, wenn ich zurückkomme. Dann schwankt es mehr, dann würde ich da fast vom Stuhl fallen. Ja. Mir ist aber weniger wichtig, dass ich 8 Segler habe. 8 Freaks, 8 Nerds. Und sie sich irgendwie aufschaukeln und kein Risiko Management machen, weil jeder sagt, ich bin noch der geile Segler. Sondern ich habe eigentlich Lebentätige, die noch viel anderes machen können. Das Mal, jetzt, wenn wir hier in den Arktik gehen, gehen wir auf 5 Berge rauf. Und zwar anstrengende Berge noch. Darum bin ich gerade ein bisschen am Trainieren, dass ich das auch mitschaffe, mit 58 noch mitgehen mit der Crew. Und das hat sich so ergeben, weil die Crew so gewachsen ist. Plötzlich haben wir so eine sportliche Crew gehabt und haben gefunden, ja, dann machen wir noch einen mit den Bergen. Wie handhabst du das Risiko? Oder? Man kann ja sagen, einerseits braucht es wirklich Mut für gewisse Expeditionen. Ich glaube, wenn jemand den Mut nicht hat, Zuversicht nicht hat, auch einen gewissen Optimismus. Und Risiko ist immer dabei. Also du musst ja mit dem Risiko antizipieren. Ich vergleiche es. Also für mich ist das wie, wenn ich in die Ferien ins Haus gehe, dann nehme ich keine Pauschalreise, sondern ich buche den Flug und dann buche ich noch vielleicht ein Auto und sonst nichts. Und plötzlich ist alles an mir. Also wenn ich jemandem anrufen will, um zu sagen, das war jetzt aber schlecht gewesen, dann kann ich nur mir anrufen. Und kann nicht irgendwie eine Agentur, wo man alles gemacht hat, und sagen, blame. Kann ich nicht. Und ich glaube, das fängt dort an. Ich möchte selber die Schuld sein für das, was ich mich hier reinbringe. Ich will selber verantwortlich sein. Ich will niemanden haben, wo ich sagen kann, aber du hast doch gesagt, das sei es. Und diese Freiheit, die will ich mir einfach nehmen im Leben. Übrigens nicht nur so ein bisschen auf dem Schiff, sondern auch im Privaten, sonst daheim hier am Land. Ich finde, das ist die schönste Freiheit, die man haben kann, wenn man selber verantwortlich ist für das Leben, was man macht. Sehr schön gesagt. Ich weiss, du gibst auch Vorträge. Du hast immer wieder mal Vorträge vor Manager, also vor Unternehmen, Wirtschaftsführerinnen und Wirtschaftsführer. Und du erzählst natürlich auch von deinen Abenteuern, also quasi die Resilienz, die es braucht im Nordatlantik bei ganz rauen Gewässern. Was kannst du diesen Managern mit auf den Weg geben, ihre Führungs- und Verantwortungssituationen? Ja, erst einmal habe ich auch 30 Jahre am Land Erfahrung und noch so 22, 23 Expeditionen auf dem Meer. Ich glaube, was ich mitgeben kann, ist das Thema, dass sie zu viel auf ihre eigene Erfahrung bauen in einer Zeit, wo das immer weniger Wert hat. Und welche Sensoren müssen sie jetzt einschalten, um das jetzt zu verstehen? Welche Sensoren müssen sie einschalten, um sie jetzt zu verstehen? Das ist doch eine ganz gute These. Oder Frage zumindest. Ja. Und erstaunlicherweise dauert das relativ lang, bis das einmal setzt. Weil umso älter dass wir werden, du und ich weiss das, umso mehr vertraut man auf das Bauchgefühl, das auf die Erfahrung steht. Ja. Und spätestens dann, ich sage dir, wenn du mit einem Boot unterwegs bist, wo in einem Gebiet ist, wo keine Karte hat, dann wirst du innerhalb von Sekunden nervös, wenn das Boot 5 Stundenkilometer macht. Weil du weißt nicht, ist da vorne ein Fels oder nicht. Also fährst du anfangen, Sensoren für dich aufzubauen. Du schickst einen auf den Mast rauf. Ja. Echt.
Und der schaut nicht etwa weit, sondern er schaut gerade runter, damit er durch die Wasseroberfläche runterschaut. Es ist simpel. Du musst anfangen, physikalische oder übersetzt dann eben für Leaders und Führungskräfte. Du musst anfangen, Sensoren haben, die das jetzt verstehen. Und ich glaube, das ist mit AI, also mit KI, jetzt noch viel wichtiger geworden, weil es geht so schnell. Es ist echt unkartografiertes Gelände, wo wir jetzt alle reingehen. Und alle gleich. Also da ist niemand irgendwie ein Sonderrecht und ich weiss mehr. Damit ist aber die schönste Zeit, für das Unternehmer zu werden. Weil ich muss ja nur ein bisschen besser sein als alle anderen und schon kann ich erfolgreich sein. Was sind denn so die Fragen, wo die, ich nehme an, sind ja zum Teil gestandene Manager, sind ja nicht irgendwie möchte gerne Manager, sondern sind Leute, die vielleicht schon lange in dieser Verantwortung sind. Was fragen sie dich denn? Also die meisten sagen, was zählt nicht mehr. Andere erzählen, was zählt eigentlich nicht mehr. Auf was müssen wir uns nicht mehr konzentrieren. Das ist das eine. Und das andere ist, gibt es Sachen, wo wir komplett neue Konzepte lernen müssen, wie neue Prinzipien. Und eines von diesen Prinzipien, die wir doch lernen, wo wir doch kennt haben, ist, alle 2 Monate kriegen wir einen Finanzreport und dann schauen wir das an, wie es dieser Firma geht. Ja, wie wäre es vielleicht mit alle 2 Sekunden? Und so das neue Timing von Aufgaben, von neuen Möglichkeiten. Das ist nur eins von das Grundkonzept, wo plötzlich vieles verändert. Wenn das möglich ist, und ja, das ist möglich, das kann man sich jetzt noch vorstellen mit der heutigen Technologie, das ist ein Tick. Ja, was heisst jetzt das? Also müssen wir uns dann noch alle 2 Monate darüber unterhalten oder hätten wir vielleicht eine andere Mechanik, um das zu verstehen, was jetzt dort die Insights von dieser Firma uns gibt? Oder Insights vom Markt oder Insights von einem Kunden. Und ich glaube, das zeigt schön auf, dass eben unbekanntes Gewässer wir ganz anders angehen müssen. Und da kann man natürlich, wenn man wirklich effektiv in unbekannte Gewässer hineingeht, wie du diesen Sommer, da kann man es in Natura erleben. Ja, die mitkommen, es hat 3, die noch nie am Mikro sind, die jetzt mitkommen. Ja. Und die stellen sich dann das schon vor. Und die kriegen eine Götti von einem, der mitkommt. Ja. Und ich weiss schon, am 2. Tag sagen die, das ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Weil man ist dann intensiv zusammen. Und das ist eben auch im Alltag. Wenn du das zulässt, dass man in den Sturm geht, dass man Neues wagt, dann wird es unbequem am Anfang. Dann muss man schauen, wie kann man das Team zusammenbringen und weitergehen. Und entdecken sie. Danke vielmals, wunderbares Schlusswort. Entdecken Sie, wünsche dir viel Glück. Was sagt man so? Mast- und Beinbruch? Nein, wahrscheinlich ich glaube, man sagt irgendwie ein handbereites Wasser unter dem Kiel. Gut, das wünschen wir dir. Danke vielmals. Andi Fitze ist das im Tagtäglich. Wir bedanken uns für das Interesse, für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend und bis bald.